Ihr lieben Schützen, wir gucken ein bisschen in euren neuen Monat rein, in Impulse für euren neuen Monat, für das Kollektiv der Schützen. Ja, und hier zeigt sich eine Angelegenheit, die vielleicht schon lange gedauert hat. Es kann um euer persönliches Wachstum gehen, es kann um eure Vitalität gehen, um euer Lebensgefühl, um euer Zuhause, auch um Dinge, die ihr im Umfeld längere Zeit bearbeitet habt oder die eben mit dem Umfeld, dem häuslichen Bereich zu tun haben. Andererseits so eine Situation, wo ihr auch schon sehr viel dran gearbeitet habt oder Zeit damit verbracht habt und euch so ein bisschen einen Grund erschaffen habt, ein Fundament sozusagen. Ihr habt jetzt schon viele Themen dabei: Arbeit, Umgebung, Beziehung, Beruf, Berufung, Stabilität, eigentlich schon vieles rausgekommen. Da wir den Baum haben, geht es eben auch um langfristiges Wachstum an den Dingen. Ihr habt vielleicht auch so Themen, an denen ihr arbeitet im Kopf, oder es geht um das Thema Arbeit an sich, das euch beschäftigt. Vielleicht auch manchmal das Gefühl der Überforderung. Und auf der unterbewussten Ebene habt ihr das Beziehungsleben, die Verbindungen, vielleicht auch Kreisläufe, Wiederholungen in eurem Leben, die sich hier zeigen oder die mal wieder zum Thema werden. Es kann für euch Schützen so sein, dass ihr hier im Thema Arbeit, Beruf, Beziehung ein ganz neues Fundament für euch kriegt, mit dem ihr Stabilität erfährt, wo vorher Mangel war, ne? Ihr habt hier vielleicht sehr viel in der Vergangenheit gelöst, aufgelöst, auch Dinge, die ihr weggelassen habt oder wo sich lange nichts ergeben hat für euch, die irgendwo an euch genagt haben. Das scheint sich hier zu stabilisieren, auf einem Fundament hinzubewegen. Es kann auch sein, dass ihr hier sehr viel Angebote kriegt im Bereich Umzug, Arbeit, Arbeitsverträge, dass ihr umstrukturiert. Ja, und ihr habt hier mit den Blumen hier auch zeitnah eben das Geschenk, das Aufblühen, eine neue Situation, die euch aus dem Mangel rausbringt. Das ist schon mal schön, ein Zuwachs. Uiuiui. Ich glaube, ich habe schon alle. Ja, es geht um euch selbst am Ende, ne? Es geht darum, was empfindet ihr als Stabilität? Wo soll die Reise hingehen? Wo habt ihr Ausgleich? Ne? Ich habe hier einen Zuwachs im Finanziellen. Ich habe eigentlich für euch alle grundlegenden Themen dabei. Wir haben das Geld, wir haben das Haus, die Arbeit, die Beziehung, die Verbindlichkeiten. Aus der eigenen Sicht habt ihr vielleicht so ein bisschen auch die Lust auf ein neues Kapitel, das jetzt beginnt. Möglicherweise habt ihr viel auch, was noch nicht richtig sichtbar ist, aber ich habe es überraschend gut für euch liegen. Hier wird sich etwas zeigen, was euch sehr in die Karten oder ins Leben reinspielt. Eure Seele auch wieder so ein bisschen runterkommen lässt. Also ist schon wirklich so ein bisschen ein Aufatmen nach einer langen Zeit. Möglicherweise habt ihr auch Ängste in Richtung Finanzen. Sehe ich aber hier in diesem Blatt nicht. Ich sehe es überraschend gut, in allen Bereichen so ein Wachstum reinzukriegen und eure Seele dadurch sehr runterzufahren. Hier kann man nicht sagen, dass das Außen eine große Rolle spielt oder so, sondern es ist von dir abhängig, ne? Wie du es in welche Bahnen lenkst. Unten haben wir noch deine Herzensangelegenheiten. Ich sehe Freunde, Unterstützer für dich. Eigentlich hast du mit dem Herzen jetzt auch noch das Thema Liebe gekriegt. Hier kann sich etwas für dich zeigen, wo du
besonders ein Augenmerk auf eine bestimmte Freundschaft hast oder wo auch mal aus Freundschaft Liebe werden kann. Dir geht hier das Herz auf, du kannst so eine Art Kummer, der dir am Herz genagt hat, verlassen, dem den Rücken drehen und wirklich so dieses Fundament, ne, wo man sagt, boah, das hat sich gelohnt, für was ich eingestanden bin. Die Arbeit daran hat sich gelohnt, auch aus einem Kreislauf auszusteigen. Der tiefere Sinn möglicherweise hinter der Legung ist das Thema Unabhängigkeit, der dich hier begleitet hat, wo du schon auch eine Weile dafür stramm gestanden hast, dass das so wird, wie du es dir vorstellst. Rechne hier mit Überraschungen, auch im finanziellen und im beruflichen Bereich, also positive Überraschungen, etwas, was dein Herz zum Aufblühen bringt. Wir haben jetzt als Kraft hier für dich die Ratte und hier hast du ja die Maus auch, also 2 Nager und die Ratte kündigt dir eine Zeit an, wo Aufbruch bevorsteht, Neubeginn, wo du auch Initiative ergreifst, wo du einfach weißt, dass die Zeit günstig ist davor, dass jetzt die Pläne, die du hattest, umgesetzt werden. Du kannst dich auch sehr gut selbst vertreten, für dich einstehen. Und jetzt kommt eben die Doppelung zum Bild. Ich habe dir ja gesagt, rechne hier mit Überraschungen. Und hier ist es tatsächlich auch so, dass du hier unerwartete Gewinne einfahren kannst, denn die Ratte ist sozusagen eine Glücksbotin, die dir auch sagt, in der Vergangenheit da viel zu leiden für dich oder vieles, was du getragen hast. Grenzerfahrungen, wo das Schicksal dich auch an so eine Grenze hingeführt hat, aber es hat dich reifen lassen und das Überlebenstraining, das hier stattgefunden hat, ist jetzt vorbei. Du hast auch gelernt über dich selbst, was du aushältst, was du kannst und dass du dich auch möglichst viel auf dich selbst verlassen kannst, ne? Weil hier auch ein sehr großer Instinkt oder eine große Intuition für die Dinge ist, die in dir eben gewirkt haben. Ne? Hier geht es auch darum, dass du Sachen, die du selber kannst oder wo du gespürt hast, mein Weg hat mich dahin geführt, dass du das an andere weitergibst oder auch der Welt zeigst und dass du dich immer schön weiter für deine Sache auch einsetzt. Und Projekte werden dir gelingen, du kannst sehr viel auch vortragen oder den anderen zeigen und du kannst ja auch mit viel Glanz deinen Weg weitergehen. Denn der göttliche Plan wirkt in dir und du lässt dich hier auch nicht hindern. Du hast hier so ein gutes Fundament endlich und von diesem Punkt aus wirst du sicher weitergeleitet und auch ein Stückchen geführt. Ihr lieben Schützen, ich drücke euch bis bald.